Welkom terug to het programma van Waut, dankzij voor het aanschalten met Toews, Sieglinda Toews. Vandaag habe ich in Waut eine Unterfrage ausgesetzt für die und dort ist dit. Wer ist dit? Wir werden vandaag über einen Mensch reden, wat sehr viel geholpen hat, damit viele Menschen können Jesus aus Erden Radar annehmen. Dis Mensch lebt mehrere 100 Jahre zurück. Aber seine Predigten in sein Leben können uns von Tag nach viel lehren. Dis Mann heißt Dwight Moody. China kann so viele Menschen anladen, als Dwight Moody dort deit zu Church am Sonntag. Und dort ging am Seierschein. Die ganze Werk schafft er zum Schauverscheiben in einen großen Stuhl, was viel Schau hat und was Schauverscheiben deit. Und er wie auch sehr gut dabei, und das ging am sehr schein, wie es bracht am Goldgeld an. Und dort wie was er will. Er will Goldgeld verdienen und reich werden. Er dachte sich so, wenn er dort handschrich, dann wird das Leben viel leichter sein. Aber am Sonntag zum Morgen stund er tidig ab und ging durch seine Stadt, und wenn du Kinder abgegossen werden und wat nicht wussten, was zu tun oder sich rumtreiben, dann laut er der an zur Sonntagsschule in seine Kirche. Und wahrlich, die kommen alle mit. Meist alle, was er anladen deit, kommen wirklich mit mit und bald wird das Klassraum ganz voll. Diese Stadt, wo Dwight Moody wohnen und schaffen deit, wie Chicago eine Stadt. Eine große Stadt mit vielen Menschen, reiche Menschen, aber auch sehr arme Menschen. Bald wird es in der Raum ganz voll. Und Moody dachte sich so, dann wäre seine Arbeit getan. Er hat die Stadt voll geschrien mit vielen Menschen, was er dringend nötig hatte, Jesus kennenzulernen. Nu wird es an dem Sinnerschulehrer ihren zu erreichen. Mr. Hibbert wie auch ein sehr guter Sinnerschulehrer, und er konnte so fein die Kinder dort erklären, wo das weh, wenn einer Jesus nachfolgen deit. Moody wie sich noch viel sicherer, dass seine Abgabe nicht ungerechten, den Tag, als Mr. Hibbert krank war. Dann musste er ungerechten. In die Klasse voll 12 und 13-jährige Mädchen, die kicherten am an und die horchten nicht mal, nur was er ihnen vertellen will. Nee, dort wird ganz klar nicht seine Abgabe, sondern da kann Mr. Hibbert viel besser. Ein Tag aber, als Moody in sein Stuhl wie, in sehr peinlich Schauverscheiben deit, kam Mr. Hibbert donan und kann meist nicht reden, wenn er so sehr hosten muss. Wo kann ich dir helfen, Mr. Hibbert? sagt Moody. Du sitzt so, als wenn du heute sollt im Bad geblieben sein, von heute morgens. Jo, sagt Mr. Hibbert ganz traurig, der Doktor sagt, meine Lunge bleiben, und das Winter in Chicago ist bloß viel zu hart für meine Gesundheit. Ich will zurückfahren in meine Familie, und weiß nicht, als ich wohl weiter zurückkommen darf hier nach Chicago. Gott allein wird weiten, als ich wohl noch einen Winter überleben. Aber ich wundere, aber was, Mr. Hibbert? Frug Moody. Na jo, meine Sonderschulklasse, sagt der Lehrer. Die liegt mir bloß so am Hort. Und schick mal keine von diesen Jahren, haft noch nicht Jesus angenommen. Wo wird es mit Ernt am Leben hangehen, wenn sie nicht die ganze gute Nachricht hier waren? Da Jesus will Ernt ihre Sünden reinmachen und dort sich tschene, wird einmal leben die Hand, aus arm oder reich, tschene sie mit Jesus viel besser leben als ohne Arm. Wer wird Ernt dort vertalen? Sagt Mr. Hibbert. Oh nee, dacht Moody, die wird doch nicht mich fragen, dort ich soll die Sinnerschulklasse weiter unterrichten, mit all den Jahren, wat nicht zuhören wollen? Na jo, sagt Moody schwind, warum gehst du nicht all diese Schüler, diese Mialen besiegen in ihre Häuser? Dann kannst du ganz persönlich sein, selbst sein, wo du darüber fallen lässt. Ah, jo, das ist eine gute Idee, sagt Mr. Hibbert. Und willst du nicht wel mit mir mitkommen? Jo, wahrlich, sagt Moody. So, dachte er sich so, mein plus mitkommen, Bruck, dann habe ich an meinen Dienst getan. Und dann ist diesem armen Mann auch geholfen. So die ganze nächste Weg ging Moody mit Mr. Hibbert mit. Viele von diesen Kinder wohnten bloß in kleinen Häuserchen boven im Hochhaus. Und die steile Treppe wäre sehr schwer für Mr. Hibbert abzugehen. So Moody halb am Nab.
In der Lehrer Mr. Herbert saht sich dort mit jeder von seinen Schülern und erklärt ernt, wo sie können seilig worden. Und wahrlich, Moody staunt, aber von einer Familie bat die nächste, die Mialen horchten ihren sündischen Lehrer an und nahmen Jesus an und wollen mit Armtaub erleben machen. Nur 10 Tage hat jede Mial von der sündischen Klasse Jesus angenommen. In der letzten Tag kam, Mr. Herbert muss mit dem Zug von dort Chicago verlassen. Moody nahm die Mialen alle mit nach der Zugstation, sodass sie können ihren Lehrer dort verabschieden. Jeder Einzelne bedankt sich noch bei Mr. Herbert, dort er wie extra beehrt vorbeigekommen. In aller Taub beten sie noch für ihn. Mr. Herbert kann Chicago ganz in Frieden verlassen. Er wisst, er hat sein Möglichstes getan, damit die Mialen in seine Klasse können Jesus nachfolgen. Als sein Zug die Station verlässt, schaut er nach dem Fenster und weist mit seinen Fingern nach oben. Er will damit sagen, wenn sie sich nicht hier auf Erde wahrer sein würden, im Himmel würden sie sicher. Als Moody sich dort alle so verlängst anschaut, dann kommt er am solchen Gedanken an, als dort wirklich gut wäre, dort er bloß Schaufelscheibe will und reich worden will. Dort sagt wirklich nicht nur so, was er sein Leben lang tun will, wenn er dort damit vergleicht, was er diese letzte Werke seine hat. Kein Geld auf der Welt kann am dort schreiben, was er seine hat, würde Mialen sich gefreut haben, dort Lehrer ihren Besieger gekommen wäre. Dort Lehrer dort wirklich lang nicht in Don't weh, was mit ihren Wort. Wirklich kein Geld auf der ganzen Welt kann dort schreiben, was er seine hat, wie sich die Mialen gefreut haben und wie sie sich verändert haben, bloß in der Kartenzeit, nachdem sie Jesus angenommen haben. Wir sind Schauerschaft und dort die Schauverscheibenheit wirklich wichtiger, als Menschen die gute Nachricht zu bringen? Moody betet Gott. Er sagt, vergib mir Gott, dort an die falschen Dinge gedacht. Dort die falschen Ziele, dort falsche in mein Leben wollt. Von nu an will ich alle Jungs in mir alles, Männer und Frühest, von Gott vertalen und von der guten Nachricht von Jesus Christus. Für ganz volltätig will ich für die schaffen. Amen. Moody stond verder aan de kansel en het tjoik. Hij zei ramen zag de mannen en vrouwen in China, wat alle gekomen waren tam am hier in predigen en tjoiken. Wat eerst als ne Sinderschulklasse anfang, en immer wieder wasen deed, bottet eine tjoik wort, wie viele Menschen kommen, tam hieren en van Gottes Wort te lehren. Nu wird het ware aan am, van de Bibel te vertalen, en wie Gott will mit top sein, wo Jesus will helpen in jeden von einem, jeden Tag in ihrem Leben. So schaut er die Ware an und sagt, Frucht, Jünd, was wirst du mit Jesus tun? Sagt er Ware. Die Menschen werden im Bett ruhig. Bitte die Gassen werden sehr ruhig und laut. Viele Menschen randen Hand träg, wie viel geraubt und viel Stimmen bieten. Er wundert, als eins wer in diesem Raum überhaupt abpassen deut. Gut ne Hus, sagt er, und denkt über diese Frage noch, diese ganze Weg, sagt er. Dann kommt träg nächsten Sonntag und sag mir, was du mit Jesus tun wirst. Wirst du am abnehmen, als er dir don't? Oder was wirst du mit dieser guten Nachricht von Jesus tun? Mr. Sankey, sagt er, komm nab und sing mit uns noch ein Lied. So wird es dann. Und die Mr. Sankey kann so fein singen, alle anderen wollen immer mit am Tipp singen. Aber vandaag nicht. Alle schienen uit dem Fenster zu checken und zu checken, was da los war. Viel Raum gerannt, viele laute Stimmen, eine sehr unruhige Nacht. Moody leidt die Menschen in Haus gehen. Und er und Sankey gingen auch zu sein, was da los war. Dann kam der Kreid ein Tankwagen, getroffen von Pied vorbei auf den Gas. Und als sie da entschieden, wohin der Wagen fuhr, sagen sie, dass er wie ein dachet orangenes Licht in Schien, was die Nacht abdachen deed, weit auf. Na oh, ein orangenes Licht in Schien, was hat dort zu bedienen? Was hat dort zu bedienen? Die Stadt Chicago hat 4 geführt. Nicht bloß ein paar Häuser, nee, ein ganzer Stadtteil schien so, wie an 4. Sankey ging terug in das Gebiet nein, wo die Zeug war, und versucht, schwind noch ein paar Dinge rauszuholen. Und Moody ran die Gas verlängs, zu die Zeug, wo er hat
angefangen mit seinen Naschelhöllen, dann viele Jahre zurück. Will seinen, als da noch seine Früh in die Tschinja wären, und sie wären wirklich da. Aber das wird zu seinen, zu ricken und zu hören, dass das Vier immer dichter kommt. Die Menschen fangen an abgerecht zu werden, und der Gas verlängst daran rüht, bloß rüht ut die Stadt. Aber dann schien so, dass das Vier doch in eine andere Richtung nahm, so ging die ganze Familie Moody zu Bad und versuchten zu schlupen. Aber dicht bei Mädel in der Nacht hörten sie auf einmal ein Gepotter und ihre Fährste der. Rüt, kommt Rüt, rief die Polizei. Dat Vier kämmt dessen wach. Seid dat ihr Rüt kommen. Und ein Nober kam dort auch vorbei und Moody seine zwei Kinder können an sein Buggy nennen und so deuten sie schwind uit der Stadt Rüt flüchten. Dwight und Emily Moody mussten te Fout Rüt und schoven ein Babywachtje für sich mit ein paar von ihren Dinger ban, was sie jeden wollen mitnehmen. Viel können sie nicht mitnehmen, dort ging alles so bosig, wie das Vier kam am Wind immer dichter. Als endlich mal das Vier sich selbst uitgebrannt hat, und sie fährt 2 Durchloter, wären 300 Menschen tot. 17.000 Häuser wären verstört. 90.000 Menschen hatten kein Heim und keine Häuser mehr, darunter auch die Moody-Familie. Moody ruft seine Frau und sagt, Emily, ich habe einen großen Fehler gemacht. Sie stunden vor dort, wo ihr Haus gewast war, plus ein ganzes Hüppe mit Arsch. Da war wirklich nichts übergeblieben. Na ja, dacht Moody seine Frau, was wird er all vieles handraden könnt? Sie hatten ja alles mitgebracht, was sie konnten, an dort Babywachtje, was sie für sich geschoben hadden. Und so seht sie ihm dort auch. Nee, sagt Moody, ich denk nu an was anderes. Dann, als wir da in der Zeug saßen, dann seht ich zu den Menschen, sie hatten eine Weg Zeit, darüber nachzudenken, was sie mit Jesus tun würde. Seht er traurig, aber die hatten nicht ne Weg. Niemals mehr, wo ich die Gelegenheit habe, mit diesen seltsamen Menschen zu reden. Niemals mehr will ich nur in der Zukunft die Gelegenheit nicht brücken zu den Menschen sein, was wirst du mit Jesus tun für einen Tag? Wirst du am für einen Tag abnehmen? Willst dann in der Zeug, habe ich ja niemals an ein Vier gedacht. Das Leben ist bloß so schwinn, ganz anders. Eine muss die Gelegenheit nutzen, den Menschen zu sein, dass sie Seelen für einen Tag über Jesus nur denken und nicht länger warten. Das große Vier von Chicago ist eine Geschichte von Chicago durchgeschrieben und festgehalten worden. Das gibt Bilder, die das wiesen, was das Vier damals angerecht hat. So ein großes Vier ist möglich gewesen, wenn viele Gebiete und Häuser damals uit Halt gebaut wurden. Große Wälder und viel Halt sind in den Staaten und in Kanada, so wurden auch die Häuser mit dort Material gebaut. Aber gewann zu der Zeit, als was sehr groß war, Chicago wurde deswegen abgebaut und ist noch immer eine große Stadt in den Staaten. Auch Dwight Moody schafft wieder für den Herrn. In anderen Jahren war er über dem Ozean mit dem Schiff gefahren, in Schottland, in England, in Irland gefahren, um da viel Predigen an die Zeugen, wo da eine Erweckung brücken. Erweckung meint, dass viele Menschen an die Zeugen müssen frisch daran denken, was Jesus in ihr Leben wirklich ist. Wo sie am Schönen noch folgen und wo das in ihrem Leben kann sein, dass Jesus ihr Herr ist. Wenn Jesus es nicht bloß dort um uns Seligkeit bringen, er will auch, dass wir uns ganzes Leben mit am Typ leben. Wenn wir dort tun, wollen dort noch viele Menschen antworten, dass Jesus lebendig unter uns ist. Das wäre auch, was Dwight Moody will. Er predigt viel und immer weiter und er wird immer müder. Und er spürt sich so, dass er musste mal ein bisschen langsamer. Sogar seine Kinder sagten zu ihm, Pa, mal ein bisschen langsamer, du wirst älter. Nu war er auf dem Schiff zurück nach Amerika. Er hat sehr gepredigt in Europa und viel gesehen. Aber nu war er auf dem Schiff zurück und er wusste nicht, was wieder gehen soll. In Chicago, in der Stadt, wo aufgebrannt war, soll eine große Ausstellung vorbereitet werden und viele Menschen kommen dort hin. Moody dachte, es wäre die besondere Gelegenheit, um all diese Menschen Gottes Wort zu bringen. Aber am sagt, das sei schwierig. 6 Monate will er dann durch rumreisen und predigen. Aber nu fällt er sich nicht danach. Am sagt, es wirklich schwierig. Er fällt sich bloß so meid.
En op deze schapreis kon hij zich ook niet uitruhen, want hij werd eenmaal krank op een boot. Op eenmaal gaf het een grote krach. Dan scheten ze alle nappen randen naar boven, da weer een ganzer deel van dem schip afgebroken, en Water komt op boven zich neer. Da speert sich wirklich so, das Schip wird bloß voll Water schälen und die wurden alle untergehen. Ab erst wie Moody sehr abgerecht und sie sehen auch, viele Menschen, die auf dem Schip wären sehr abgerecht. Die Arbeiter vom Schip kriegten den allen eine große Stufe an, wo die Etenstufe war, und da saßen sie alle taub, während die Arbeiter versuchten, das Schip zu raden. Alle saßen da und waren unruhig, sogar Moody war unruhig. Jo, hij had een goed leven gehad en hij had niet werkelijk Angst voor het sterven. Aber seine Frau und die Kinder allein zu lassen, dat sah ihm doch schwierig. Und da war so viel Arbeit, was er noch hat tun wollte. War sein Leben nu wirklich zu eng? Den nächsten Morgens, als er gerade Tag ward, krieg Moody die Erlaubnis von dem Schiffskapitän, dass er kann einen Zeug holen, einen Gottesdienst holen und über Gott sein Wort reden. Hij las dan Psalm 107, 23-28 en op Psalm 91, Vers 11, wo dort sagt, wils hij heeft die Engel gesagt, über die te zijn en die op al die Wege te bewohren. Dat treust am, dat Gott seine Engel geschickt hat und auch viele andere Menschen wären getreust. Danach können hij in sein Elster sehen ruhig entschlupen. En werklich, der Radung wie verre der. Mal in der Nacht, wie ein anderes Schiff bat noch gekommen, deiden sich mit großen Strick, Taupingen, und deiden das Schiff, wo Moody in sein Seen und all die Menschen boven weh, ganz pot England trägschlappen. Dort diet 8 Tage, aber doch wären sie alle fein angekommen. Als Moody darüber nur gedacht und so froh weh, dass sie gerat worden wäre, dachte hij, Gott muss noch einen Grund gehabt haben, dass hij noch nicht weh untergegangen und zu dort gekommen. Ich kann nu nicht abhören, seht hij zu sein Elster sehen. Ich mag mich taub rufen, Gott hat noch viel Arbeit für mich. Hunderten, Tausende Menschen wollen nach Chicago kommen und die alle brauchen ein Radar. Die alle brauchen Jesus. Gott hat noch viel Arbeit für mich zu tun und er wird mir die Kraft geben, dort zu tun. 7 Jahre später starb Dwight Moody und 1899 in sein Toews. Er ist bekannt geblieben als ein Mann, der Gott treu bleibt, trotz all der Schwierigkeiten, die in seinem Leben wären. Dankeschön für das Einschalten zu dem Programm von Plautdietsch. Mädchen hier wie Sieglinda Toews, man dem schreiben was dann dort unja. Plautdietsch@gmail.com. Bis nächstes Mal.